Hi, hier ist wieder Ulf aus dem Retro MTB Lab. Ich nehme euch heute auf ein etwas anderes Video mit, und zwar zeige ich euch heute ein Rad, das ich ziemlich cool finde, obwohl es eigentlich nicht wirklich was Seltenes oder Besonderes ist. Es geht um einen Track 970 Single Track aus dem Baujahr 1992. Ja, und worum es heute geht, ist kein Umbau, kein Update, Upgrade, One-Buy oder sonst was. Es geht nicht um neue Teile, sondern es geht darum, warum das Rad hier schon gut ist und warum es sich eigentlich nichts mehr beweisen muss, und um die Frage, was passiert, wenn man so ein Rad einfach mal ernst nimmt, so wie es damals gemeint war, und alles, was hier an dem Rad schon gut ist, einfach versucht, nochmal eine Spur zu verbessern und durch Sorgfalt und gute Montage einfach noch ein bisschen mehr rauszuholen, als damals schon in der Konstruktion so gedacht war. Fangen wir mit Gabel und Bremsen und dem Cockpit an. Ich werde hier nichts großartig verändern. Ich werde einfach nur einen sauberen Job montageseitig und mechanisch abliefern. Ich möchte einfach alles wieder so einstellen, dass es absolut ohne Probleme funktioniert und jederzeit einsatzbereit ist. Es wird hier auch nicht darum gehen, aus dem Rad jetzt einen Show-and-Shine-Oldtimer zu machen. Das ist ein Track, also seien wir mal ehrlich, davon gibt's Tausende, davon gibt's auch zig YouTube-Videos, und alle möglichen Dinge sind mit solchen Rädern schon veranstaltet worden. Ich muss da jetzt nicht noch eins draufsetzen. Ich kann mir das heute einfach mal leisten, das Rad so aufzubauen, dass es wieder sauber fährt und gut funktioniert. Und ich denke, wenn ich damit durch bin hier an der Stelle, dann wird das Rad viel besser funktionieren als viele schlecht aufgebaute neue Räder. Ich kann hier den Steuersatz einfach mal wieder in Ruhe sauber einstellen, reinigen, fetten, und das wird die Performance des Rades und das Gefühl beim Fahren schon wieder substanziell verbessern. Eigentlich sind ja Kugellager eine banale Sache, aber andererseits können sie auch ganz schön nerven, wenn sie eben nicht gewartet werden und nicht gereinigt werden.
Ja, zum Thema Korrosion an alten Stahlrahmen kann ich auch inzwischen einiges erzählen. Ich hatte schon wunderschöne alte Specialized Stumpjumper, die an den Kettenstreben und an anderen Stellen komplett durchgerostet waren. Damit mir sowas in Zukunft nicht mehr so oft passiert, habe ich mich inzwischen daran gewöhnt, einfach alle Rahmen, die ich aufmache, wo ich irgendwie in die Öffnungen reinkomme, mit und dann kann das alles einfach mal in Ruhe wieder montiert werden, damit es eben wieder sauber funktionieren kann. Natürlich bin ich mit dem Korrosionsschutzwachs auch an anderen Stellen am Rahmen noch unterwegs gewesen, nicht nur am vorderen Bereich. Aber das habe ich jetzt mal aus Gründen der Länge des Videos nicht gezeigt. Ich zeige euch jetzt das einmal hier exemplarisch, was ich gemacht habe. Nur damit ihr wisst, dass ich es getan habe. Aber ich denke, mit den Maßnahmen wird der Rahmen ja auch noch in 10 oder 15 Jahren vernünftig aussehen und gut fahren. So, den Steuersatz jetzt einfach wieder zusammenbauen, alles wieder sauber einstellen. Noch ein bisschen Fett in die Zwischenräume, damit sich auch die Kontermuttern im Gewinde sauber wieder drehen. Und die restliche Montage der Bremsen und die Einstellung der Bremsen und Züge und so weiter, das werdet ihr dann gleich sehen. Ich habe das nicht vorne und hinten gefilmt, weil ich denke, wenn man das einmal hinten filmt, dann ist es auch vorne auch übertragbar. Ihr werdet die Einstellung dann gleich sehen. Worum es mir hier geht, ist einfach frisches Fett an den Stellen, wo es sich irgendwie dreht und wo irgendwas sich gegen was anderes bewegt oder gleiten muss, und natürlich auch so Dinge wie Züge, dass die sauber in ihren Hüllen laufen, dass sich auch die Zugreibung eben nicht negativ auswirkt, dass der Zug sauber in vernünftigen Bögen verlegt ist und verläuft. Und das ist alles, was nichts kostet, aber was man einfach durch eine gute Montage in der Hand hat und ja, dann eben auch so ein Rad optimieren kann mit solchen kleinen Maßnahmen. Das alles nochmal ein bisschen schöner machen, bisschen ansehnlicher.
So, hinten geht es genauso weiter. Ich brauche hier keine Ultra-Power-Bremsen an dem Rad. Die vorhandenen Bremsen reichen vollkommen aus für das, was das Rad können muss. Das soll keine Downhills mehr fahren. Das soll auch keine Drops oder Sprünge oder sonst was machen. Das soll einfach eine gute, solide Basis zum Touren auf unbefestigten Wegen sein. Und dafür ist die Basis hier einfach perfekt. Da hat Trek wirklich was richtig Solides hingestellt. Es ist vielleicht ein bisschen industriell und langweilig, aber es funktioniert einfach auch nach 34 Jahren noch. Ja, schon angesprochen hatte ich die Züge. Ich, ich öle die ganz gerne wieder. Manchmal mache ich auch eine leichte Fettschicht noch dran, dass das Öl ein bisschen dicker bleibt und nicht so schnell wieder verläuft. Aber wichtig ist hier vor allem die Reibung des Zuges zu vermindern und einfach eine schöne Glätte daherzustellen und den Zugverlauf einfach zu verbessern. Das habe ich hier jetzt erstmal gemacht. Speziell an den Bremszügen ist hier, dass das so ein dickerer Zug ist, als der normalerweise üblich ist. Also Shimano hatte in den High-End-Serien damals so 2 mm dicke Züge verbaut. Nur noch sehr selten zu bekommen und deswegen werden die ich noch im Einsatz habe von diesen Zügen, auch gehegt und gepflegt, und man braucht eben auch dann eine dickere Außenhülle, die eben einen größeren Innendurchmesser hat und auch da mit viel Liebe und Sorgfalt das Ganze eingestellt, funktioniert hervorragend. Und ich habe eben auch an dem Punkt jetzt nochmal die Zughülle leicht gekürzt, damit der Bogen einfach ein bisschen eleganter ist und das Ganze geschmeidiger am Gleiten kann, an denen es halt ein bisschen enger wird. Ich habe mir den Spaß gegönnt, die passenden Werkzeuge für die alten Cantilever-Bremsen auch aufzutreiben, und es gab damals wirklich solche Plastikschablonen, die dann den korrekten Winkel des Zugdreiecks gewährleisten sollten, passend zu den jeweiligen Seildreiecken, die damals an den Bremsen verbaut waren. Das ist ein bisschen umständlich, man bräuchte eigentlich hier 3 Hände, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kriegt man das auch raus. Man muss es aber manchmal auch ein paar Mal machen und nochmal nachstellen. Aber wenn die dann einmal eingebaut sind, braucht man die eigentlich auch nie mehr zu verändern und dann funktioniert das einfach. Zum Schluss natürlich noch neue Bremsschuhe.
drauf. Das habe ich jetzt hier im Bild noch nicht gemacht, aber am Ende des Tages sind dann neue Bremsen, neue Bremsschuhe draufgekommen. Und warum, das seht ihr jetzt. Wir waren nämlich dann auch mit dem Rad schon am Wochenende im Schnee und das war sehr geil. Das Rad hat 1A funktioniert und es hat mega Spaß gemacht, neben all den neuen, super teuren, hochgerüsteten Mountainbikes mit diesen alten, einfachen Bikes zu fahren. Dann zurück in der Werkstatt erstmal natürlich die Teilnehmernummer entfernt und den neumodischen Kram, wie zum Beispiel die Halterung für das GPS-Gerät, weil das braucht man ja doch mal ab und zu auch an unterschiedlichen Rädern und so viele Halterungen kann man gar nicht haben, wie man Räder hat. Und dann ist das Ganze einfach nochmal schön sauber gemacht worden. Ich habe die Spuren aus dem Schnee nochmal entfernt und versucht, das Ganze wieder trocken und warm in die gute Werkstattstube zu stellen. Ja, alles nochmal gesäubert, alles wieder zusammengebaut. Und ich denke, das Ergebnis kann sich wirklich hier sehen lassen. Das ist ein schönes Rad nach wie vor. Es macht unheimlich Spaß zu fahren. Ich bin es leider nicht selber gefahren, weil es mir ein bisschen zu klein ist, aber meine Frau hat wirklich viel Spaß gehabt auf den 50 Kilometern im Schnee am Wochenende. Ja, und jetzt kann es eigentlich weitergehen mit den nächsten Ausfahrten, die für das Teil dann vorgesehen sind. Warum mir das Rad so gut gefällt, kann ich euch ganz einfach erklären. Ich fand diese Räder eigentlich immer relativ langweilig, bis ich irgendwann das erste von denen selber mal in die Finger bekommen habe. Ich hätte, glaube ich, damals in dieser Zeit nie gedacht, dass ich mir einen Track kaufen möchte, weil ich die Marke einfach ja zu industriell Show and Shine gemacht haben, aber genau das ist das Coole an diesem Rad. Es ist eine unglaublich gute Plattformstrategie, die Trek damals hatte. Es ging um Qualität, um einfaches Funktionieren, um eine sehr, sehr solide Grundausstattung. Ich werde mit dem Thema Track noch ein bisschen weitermachen. Ich habe noch andere Tracks und ich wollte euch mal ein paar davon vorstellen und auch ein bisschen was experimentieren in einem meiner nächsten Videos. Falls euch das Video gefallen hat, wie gesagt, denkt dran, ihr helft mir sehr, wenn ihr abonniert und wenn ihr meine Videos liked und kommentiert. Viel Spaß bei meinen Videos.